Hallo, schön, dass du zuschaust. Heute zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du eine Mustertapete perfekt an die Wand bringst. Wir starten mit einer Gipskartonwand. Diese haben wir erstmal gespachtelt, geschliffen und grundiert. Doch egal, was für eine Wand du hast, wichtig ist, sie sollte trocken sein, tragfähig und gleichmäßig saugend. Bevor du mit dem Tapezieren beginnst, musst du den Kleister anrühren. Besorge dir dafür unbedingt einen speziellen Kleister für Fließtapeten. Wie du den anrührst, das zeigen wir in einem anderen Video. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Jetzt geht's ans Messen. Wie hoch ist dein Raum? Miss mehrmals, um sicher zu gehen. Und denk dran, immer ein bisschen extra für den Verschnitt dazu zu rechnen. 5 bis 10 cm reichen. Okay, jetzt könntest du eigentlich die Tapeten zuschneiden. Aber halt, wir haben da einen coolen Trick, wie du dir diesen Schritt sparst. Mehr dazu gleich. Denn erstmal checkst du die Beipackzettel deiner Tapetenrollen. Haben alle die gleiche Anfertigungsnummer? Das ist super wichtig, denn sonst könntest du am Ende Farbunterschiede an der Wand haben. Deshalb auch unser Tipp: Kauf zur Sicherheit immer eine Rolle mehr. Denn beim Nachkaufen die gleiche Anfertigung zu bekommen, ist Glückssache. Auf dem Beipackzettel findest du auch Infos zum Muster. Ansatzfrei heißt, du kannst die Bahnen kleben, ohne auf das Muster achten zu müssen. Manchmal ist das durch ein Symbol angezeigt. Und dann gibt's noch die Tapeten, bei denen du das Muster genau abpassen musst. Hier sind die beiden Tapetensymbole dazu. Wie das geht, zeigen wir dir in einem extra Video. Zurück zur Tapete. Standardrollen sind 53 cm breit und 10 Meter und 5 cm lang. Übertrag die Breite auf die Wand und lass dir etwa 2 cm Spielraum. Zeichne also 51 statt 53 cm an. Der Kleister sollte jetzt fertig sein. Rühre ihn nochmal kräftig durch und verdünne ihn mit etwas Wasser. Wenn er zähflüssig ist, aber ohne abzureißen vom Rührer fließt, ist er perfekt. Nun kannst du die Wand einkleistern. Tipp: Mach die Rolle vorher ein bisschen nass, dann geht's leichter. Übrigens, bei Fließtapeten wird grundsätzlich die Wand und nicht die Tapete eingekleistert. Das hier ist das entsprechende Tapetensymbol dafür. Hier nun unser Trick. Um die Tapeten nicht zuschneiden zu müssen, kannst du dir mit einer Dreikantschiene eine kleine Abrollvorrichtung bauen. Das funktioniert aber nur, wenn das Tapetenmuster es zulässt, sonst steht es auf dem Kopf. Jetzt klebst du die erste Bahn. Achte darauf, dass sie schön gerade sitzt. Mit der Bürste drückst du sie fest ins Kleisterbett. Gib oben 2 cm dazu, die du dann mit einem Cuttermesser und dem Tapezierspachtel abschneidest. Wenn die Tapete reißt, ist es Zeit, die Klinge zu wechseln. Beim Cuttermesser kannst du die stumpfe Klinge einfach abbrechen. Überschüssigen Kleister entfernst du vorsichtig mit einem feuchten Schwamm. So, und jetzt wiederholst du das Ganze mit den nächsten Bahnen. Tapeziere auf Stoß, keinesfalls überlappend. Dazu ein Tipp: Arbeite immer vom Fenster weg. Denn wenn sich die Bahnen trotzdem mal leicht überlappen, sieht man keine Schatten. Zum Schluss noch die Kanten mit einem Nahtroller glätten und fertig. Wenn es dir gefallen hat, lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.